Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns das letzte wichtige Prinzip beim Deployment angucken, und zwar die sogenannten Golden Images oder auch das Immutable Deployment. Ja, da passiert eine wichtige Sache, und zwar, wenn wir diese wunderbare Struktur hier wieder haben, dann haben wir ein goldenes Image. Und dieses goldene Image wird beim Coden schon erstellt, beziehungsweise nach dem Coden erstellt und durchläuft alle Stages bis hin zur Überwachung. Und dort verschwindet es danach schon wieder. Ja, tatsächlich ist diese Art zu planen oder das Ganze so zu machen eigentlich relativ selbstverständlich. Aber es führt dazu, dass wir wirklich ein Ding in der Hand haben und das wird nicht mehr verändert. Das ist hier dieses Immutable Deployment. Damit ist das gemeint und das hatte ich schon davor erwähnt. Immutable Deployment heißt im Endeffekt, wir erstellen wirklich ein einziges Bildartefakt, deswegen wird es auch im Bildprozess quasi erstellt, und dann bleibt das Ding unverändert. Und das führt dazu, dass wir das zum Beispiel einfach als Amazon oder als AWS Server quasi direkt hosten können und schon haben wir das alles erledigt. Das heißt, wir bauen uns tatsächlich das fertige Produkt schon im Bildprozess und dieses fertige Produkt wird dann einfach direkt getestet, released, deployed, betrieben und überwacht. Und das heißt, dadurch, dass wir schon im Bildprozess alles fertig gebaut haben, können wir das einfach direkt, also gerade im Zeitalter von Cloud ist das halt super, super angenehm. Cloud ist nicht zwingend ein Bestandteil von DevOps, aber es hilft natürlich ungemein, wenn man sich ein fertiges Image baut, welches dann direkt gehostet werden kann. Und ja, ich weiß, es hört sich jetzt ein kleines bisschen nach Amazon-Werbung an, es ist definitiv keine, aber es ist einfach sehr, sehr komfortabel, wenn man mit Elastic Builds zum Beispiel direkt einfach sagen kann, so, wir bilden das jetzt und dann wird das Ding direkt auf einen Server gehostet. Denn man muss immer bedenken, die Server, auf denen das gehostet wird, sind nicht konstant dieselben. Manchmal läuft es auf dem einen Server, manchmal läuft es auf dem anderen Server. Aber dadurch, dass wir quasi das Image erstellt haben, läuft das einfach quasi immer gleich. Denn es ist sein eigenes System, sein eigenes abgeschlossenes System. Es ist sozusagen ein virtuelles Betriebssystem sogar. Und dadurch, oder in vielen Fällen zumindest, und dadurch ist es quasi für sich alleinstehend und braucht einfach nur noch auf die Hardware von Amazon draufgelegt zu werden und schon kann man das Ding machen. Ja, und das ist eigentlich schon alles. Das sind die 3 Prinzipien, die man verfolgen kann. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite soweit. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.